Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus Mk4. Im heutigen Video geht es um das allerneueste Sync-Update, inklusive eines Theme-Mods, das ich installiert habe, und das sieht dann so aus. Falls ihr das Ganze nachmachen wollt, ich zeige euch jetzt Schritt für Schritt, was ich gemacht habe. Also, wie ihr seht, ich bin noch auf der alten Sync-Bild-Version und die aktualisiere ich zuerst mal. Ich habe hier nur eine leicht modifizierte Themenversion installiert. Man sieht es optisch ganz schlecht, beziehungsweise nur minimal, dass ein anderes Theme installiert ist. Und ich installiere jetzt einfach mal die Sync 3.4 Bild 22110. Ganz normal drüber installieren. Ihr wartet also, bis das Update fertig ist. Die Dateien, wie immer, findet ihr auf meiner Internetseite. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Ist das Update fertig? Startet das Sync-System nochmal. Ganz normal, alle Modifikationen, Themen sind jetzt weg. Sprich, es startet das normale Standard-Sync. Der Jailbreak bleibt weiterhin aktiv. Sprich, man muss das System nicht mehr jailbreaken, aber man muss natürlich den USB-Daemon-Installer installieren, weil das ja auch eine Modifikation ist. Die ist natürlich weg, aber der eigentliche Jailbreak, dass wir überhaupt zusätzliche Sachen installieren können, der bleibt weiterhin bestehen. Sprich, ich blende euch jetzt mal ein, ich stecke jetzt den ersten Stick ein, das ist der USB-Daemon-Installer. Sieht dann so aus, wie gesagt, blende ich euch jetzt mal ein und dann den Stick einstecken, etwas warten und dann wird der USB-Daemon-Installer auch installiert. Ich habe leider vergessen, die Kamera laufen zu lassen, als ich den Stick eingesteckt hatte. Deshalb zeigt ihr mir jetzt hier an, wie ihr seht, dass er schon installiert ist, weil ich jetzt zum zweiten Mal den gleichen Stick eingesteckt habe. Okay, ist das erledigt, kommt als nächstes die sogenannten Mod-Tools. Das ist die Grundvoraussetzung, damit wir überhaupt Modifikationen oder Themen oder sonst irgendwas installieren können. Hier auch einfach alles auf den USB-Stick packen. Ich zeige euch jetzt, wie der USB-Stick aussehen muss. Das Ganze einfach auf den USB-Stick packen und dann einstecken. Und dann werden auch die Mod-Tools installiert. Daemon-Installer, Mod-Tools, Modifikationen und Themen findet ihr auf der Fmod-Seite. Ich verlinke euch das Ganze natürlich wie immer auf meiner Internetseite. Die eigentlichen Downloads gibt es allerdings auf der Fmod-Seite. Sprich im Forum anmelden. Dort erhaltet ihr immer die neuesten Versionen und zusätzliche Modifikationen, Themen und. Also sind die Mod-Tools installiert, war meine erste Intention, das neue, schöne Theme zu installieren. Damit wir das Ganze installieren können, so steht es auch auf der Internetseite bei Fmods unter diesem Thema, dass dieses Thema zwei Grundvoraussetzungen hat. Zum allerersten ist es die sogenannte Huge Navbar Icons. Die ladet ihr euch runter, ist eine eigenständige Modifikation, installiert diese, das Sync-System startet neu und ihr habt die sogenannte Huge Menübar, unten, wie ihr seht, die Icons. Die Lautstärkenanzeige ist immer noch die Standardanzeige. Die zweite Grundvoraussetzung für dieses schöne Thema, das ich euch gezeigt hatte, ist der sogenannte Fancy Rotary. Sprich, wieder eine Modifikation. Machen wir auf den USB-Stick, installieren diese und dann haben wir den sogenannten Fancy Rotary. Sprich, wenn ich die Lautstärke ändere, habe ich schon mal eine schönere Anzeige als die Standard-Ford-Anzeige. Die zwei Grundvoraussetzungen sind geschaffen, damit wir jetzt dieses schöne Thema installieren können. Und das Thema nennt sich semi-transparent. Auch einfach auf der Fmod-Seite runterladen, auf den USB-Stick packen, installieren. Dauert ein klein wenig, es werden ganz viele Dateien modifiziert. Ist das Ganze allerdings installiert, startet das Sync-System wie üblich nach dem Rausziehen vom USB-Stick automatisch neu. Und wir sehen dann das schöne Thema. Egal, ob jetzt bei Modifikationen oder Themen, müsst ihr euch einfach mal die Beschreibung kurz durchlesen. Was ist eine Voraussetzung für ein Thema oder für eine Modifikation und die befolgt ihr dann. Ist eine README-Textdatei vorhanden, öffnet doch diese und lest es mal kurz durch. Dauert keine 2 Minuten, dann seid ihr aber allerdings auf der sicheren Seite, dass ihr auch wirklich alles getan habt, was gegebenenfalls eine Voraussetzung ist. Ja, ich habe hier noch zusätzlich den Videoplayer installiert. Das ist
ja, Standard. Und dann habe ich noch die sogenannten Custom Backgrounds installiert, sprich, dass ich auch die Hintergrundbilder bei Bedarf ändern kann. Das waren die Modifikationen, die ich installiert habe. Neu sind auch die sogenannten F11-Karten. Sprich, das Kartenmaterial wurde ebenfalls aktualisiert. Könnt ihr euch wie immer auf meiner Internetseite runterladen, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Das sind die Neuigkeiten. Es gibt also neues Sync, es gibt ein schönes neues Thema und es gibt die F11-Karten. Ja, wenn ihr jetzt Lust drauf bekommen habt, geht auf meine Internetseite, schaut euch das Ganze an, geht auf die Fmods-Seite, lest euch da mal ein bisschen ein, schaut mal, was es für tolle Themen und Modifikationen gibt und spielt ein wenig damit rum. Falls ihr irgendein Thema oder Modifikation deinstallieren wollt, das ist in 99,9% der Fälle nicht einfach so möglich. Sprich, wenn ihr irgendwas entfernt haben wollt oder aktualisieren wollt, müsst ihr immer einen sogenannten Downgrade machen, also eine ältere Sync-Version installieren. Und danach installiert ihr wieder die aktuelle oder eine neuere Sync-Version, sodass ihr wieder mit einem sauberen System startet und dann installiert ihr nach und nach die Modifikationen, die ihr haben wollt bzw. aktualisieren wollt. Das war's zu diesem Thema. Ich hoffe wie immer, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Ciao!